Dieses Video ist für alle Einsteiger, die ihre ersten Tabletop-Miniaturen bemalen wollen und für alle Hobbyisten, die sich nur schwer zum Malen motivieren können. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Nachdem ich kürzlich mein Tutorial zum Bemalen von Orks im Mad Max-Stil veröffentlicht hatte, erreichten mich viele Kommentare, in denen es um die Motivation zum Bemalen von Miniaturen ging. Und auch in meinem Freundeskreis wurde das Thema intensiv diskutiert. Daher möchte ich allen Zögerern und Neulingen im Bemalhobby nun einige erprobte Tipps geben, damit ihr mehr Spaß am Malen habt und vor allem zufriedener mit euren Ergebnissen seid. Fotos von toll bemalten Miniaturen auf Google, Facebook und Instagram können zwar eine prima Inspiration, aber gleichzeitig auch sehr demotivierend sein. Denn wenn ein Künstler 10, 20 oder noch mehr Stunden in ein Modell investiert hat, steht das meistens nicht dabei. Ergo sieht man nur das 1A-Ergebnis, aber nicht die viele Zeit dahinter. Und wahrscheinlich auch nicht die jahrelange Erfahrung als Maler, die ebenfalls zum tollen Ergebnis beiträgt. Hinzu kommt, dass die Minis meist optimal ausgeleuchtet sind, die Kamera-KI höchstwahrscheinlich an den Farben geschraubt hat und im Zweifelsfall noch ein Filter über das Motiv gelegt wurde. Sprich, die allermeisten Bilder im Internet sind massiv bearbeitet und entsprechen nicht dem, wie die Figur bei Tageslicht in normaler Umgebung aussehen bzw. wie sie auf dem Spieltisch wirken würde. Aber weil Bilder mit vielen Likes stärker vom Algorithmus der jeweiligen Plattform gepusht werden, sieht man leider immer nur diese wahnsinnig toll bemalten und cool in Szene gesetzten Modelle. Figuren, die von Einsteigern oder innerhalb von nur 1-2 Stunden bemalt wurden, findet man eher selten. Und wenn, dann haben sie deutlich weniger Likes und man will es ja eigentlich auch besser machen, weil man ja lieber bei den Großen dabei sein will. Und das klappt natürlich nicht, denn kein Einsteiger oder gelegentlicher Maler wird auf dem Niveau pinseln können wie jemand, der seit Jahren künstlerisch aktiv ist oder sogar sein Geld damit verdient. Das ist ganz normal und wie in jedem anderen Bereich. Meine selbstgekochten Nudeln können ja auch nicht mit der Pasta beim Edelitaliener mithalten. Macht euch also unbedingt frei von eurer eigenen Erwartungshaltung, eine möglichst perfekte Miniatur abliefern zu wollen oder das Modell exakt so zu bemalen, wie es ein Profimaler auf der Verpackung hinbekommen hat. Orientiert euch gerne an den Farben, aber dann klickt die Vorlage weg. Denn sonst vergleicht ihr immer nur euer Ergebnis damit und zieht wahrscheinlich immer den kürzeren. Stellt euch vielmehr die Frage, was euer Ziel beim Malen ist. Sollen ein paar Modelle innerhalb einer gewissen Zeit fertig werden? Habt ihr ein bestimmtes Thema, das ihr umsetzen möchtet? Oder wollt ihr einfach nur gemeinsam mit Freunden malen, dabei quatschen und eine gute Zeit haben? Und selbst wenn vielleicht Zeit dabei eine Rolle spielt, weil eine Armee fürs nächste Turnier fertig werden soll, minimiert den Stress und zwar maximal. Denn es ist völlig egal, ob die Grundfarben hundertprozentig sauber aufgetragen sind. Wenn da noch ein Wash drüber kommt, sieht man kleine Farbfehler nicht mehr. Auch Highlights müssen nicht zwingend in 1000 dünnen Schichten oder als akkurate Kantenakzente gesetzt werden. Auch simples Trockenbürsten funktioniert bestens. Und ob die Augen bemalt sind, spielt später auf 1 Meter Spielentfernung auch keine große Rolle mehr. Denn da sieht eine Mini nicht so, sondern so aus. Gerade wenn ihr als Einsteiger solche Gedanken erstmal abgelegt habt, ist damit direkt jede Menge unangenehmer Druck und unnötiges Frustpotenzial weg. Und ihr könnt euch dann viel mehr aufs Malen an sich konzentrieren und Spaß haben, um nach und nach mit euren Projekten zu wachsen. Denn vieles ist beim Malen einfach Übung. Wer also regelmäßig malt, wird irgendwann automatisch besser und schneller. Und zwar ganz ohne Druck. Allen Einsteigern und unsicheren Malern möchte ich nun abschließend noch den Tipp geben, bei der nächsten Painting-Session einfach mal drauf loszupinseln. Einfach ein paar Farben nach Wunsch nehmen und rauf damit auf die Mini. Völlig egal, was andere oder das Internet über euer Farbschema denken mögen. Denn wenn euch jemand fragen sollte, warum ihr so wie ich diese Waffe mit einem Energieeffekt bemalt habt, antwortet einfach, weil ich's kann und genau so haben wollte. Welche Tipps würdet ihr Einsteigern noch mit auf den Weg geben? Schreibt's gerne in die Kommentare, ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!